Guten Morgen, Dr. Knapsu. Nele, was führt Sie zu mir? Immer noch keinen Appetit? Ja, nein, na auch. Ich fühle mich immer öfter müde und irgendwie leer. Leer? Ja, nun, wenn Sie nichts essen. Nicht so leer, anders leer. Total gleichgültig, irgendwie. Manchmal fällt mir auch das Atmen schwer, so als wäre ich irgendwo eingeklemmt. Wie steht es denn mit Ihrem Sedativportfolio? Mein was? Ich meine, welche Beruhigungsmittel nehmen Sie, zu welcher Tageszeit, in welcher Dosierung? Oh, ich nehme nur Ritalon wie alle, morgens und abends, Seit wann nehmen Sie das? seit ich 5 bin. Mit 5 Jahren schon. Und das ist früh. Darf ich fragen, wie es dazu kam? Ich war im Kindergarten und so ein Politiker kam vorbei, um sich fotografieren zu lassen. Wir Kinder mussten alle ein Bild von unserem Zuhause malen. Die wurden dann alle nebeneinander aufgehängt. Und dabei ist es dann aufgefallen. Was ist aufgefallen? Alle Kinder hatten eine gelbe Sonne oben ins Bild gemalt. Und alle außer mir oben links. Ja, echt alle. Das war ganz schön unheimlich. Ich verstehe. Ich hatte meine aber oben rechts hingemalt. Meine Eltern sind dann gleich mit mir zum Arzt. Und seither kriege ich dieses Zeug verpasst. Nun, Teilnahmslosigkeit ist natürlich ganz normal bei einer Ritalon-Therapie. Aber die Atembeschwerden sollten eigentlich viel später einsetzen. Neuerdings kriege ich auch noch so Fantasien. Fantasien welcher Art? Feuer. Wenn ich morgens zur Arbeit gehe, dann merke ich, wie meine Beine immer schwerer werden. So als würde ich durch hohen Schnee stapfen. Und dann habe ich immer diese Fantasie, dass ich um die letzte Ecke komme und alles steht in Flammen. Das Büro, die Firma, einfach alles. Von da an fällt mir das Gehen wieder leichter. Aber wenn ich dann um die Ecke gehe, die letzte meine ich, dann brennt da eben nichts und all mein Mut ist verpufft. Darf ich fragen, wo Sie arbeiten? Apel und Gaum. Wir sind der 4. Produzent von Gaskammer-Transportbandberuhigungslampen weltweit. Hat das mit Viehzucht zu tun? Ja, da geht's um Hühner, Küken genauer gesagt. Obwohl, wie mein Chef immer sagt, die Zukunft in der Enten- und Straußenvergasung liegt. Und Ihre Firma stellt Lampen her. Normalerweise würden die Küken ja schreien und zu fliehen versuchen, wenn man sie zur Gaskammer fährt. Aber bei unserem blauen Speziallicht sehen sie nichts und dösen nur vor sich hin. Auf die Art merken sie nichts, bis sie anfangen, sich aufzulösen. Und warum werden diese Küken vergast? Das sind Überschüsse. Mädchen sind nun mal gefragter. Deshalb wandern die Jungs gleich in die Gaskammer. 50 Millionen pro Jahr alleine in Deutschland. Belastet Sie Ihre Tätigkeit? Naja, man stumpft halt ab. Im Verkauf habe ich es gar nicht ertragen, deshalb habe ich mich in die Buchhaltung versetzen lassen. Zu der Zeit hat das auch mit den Atemproblemen angefangen. Nun, in Ihrem Fall erscheint mir eine schulmedizinische Behandlung nicht sehr erfolgversprechend. Ich werde Ihnen stattdessen eine Überweisung ausstellen und mit der lassen Sie sich einen Termin bei einem Chiropraktiker geben. Am besten gehen Sie zu Gorilla Jones. Der ist der Beste seines Fachs. Oh, fuck. Oh, Fräulein Nele. Schön, dass Sie auch mal vorbeischauen. Sie wundern sich über das neue Lichtdesign, nehme ich an? Lichtdesign? Die Geschäftsleitung hat in Absprache mit mir beschlossen, dass eine etwas beruhigendere Beleuchtung für das Arbeitsklima und damit für die Effizienz der Mitarbeiter nur förderlich sein kann. Aber ich bin doch kein Geflügel. Es beabsichtigt auch niemand, dass Sie dösen. Das tun Sie ja ohnehin schon zu Genüge. Als ich Sie angewiesen habe, mir die Quartalsberichte auf den Schreibtisch zu legen, zum Beispiel. Wieso? Die habe ich Ihnen doch hingelegt. Aber falsch!
Jedes 3-Euro-Flittchen aus der Ukraine hätte das besser gemacht als Sie. Wieso? Wieso? Ich hatte Sie ausdrücklich gebeten, die Berichte 2 und 4 um 45 Grad nach links zu drehen, um mir die Übersicht zu erleichtern. Meine Zeit als Leiterin der Buchhaltung ist nämlich etwas zu kostbar für solch untergeordnete Arbeiten. Oh Mann. Die Banalitäten des Arbeitslebens sind Ihnen wohl zuwider. Es wäre Ihnen wohl angenehmer, Sie bekämen Ihr Gehalt, ohne dass Sie jemand mit so etwas belästigt. Nicht wahr, Fräulein Nele? Ich hab's vergessen. Sie denken, weil der Chef Ihnen gerne in den Ausschnitt schaut, hätten Sie hier einen gesicherten Job, nicht wahr? Aber wissen Sie was? Wenn Sie morgen nicht mehr hier wären, würde er es nicht einmal bemerken. So sieht's nämlich aus. Sie bewegen sich auf ganz dünnem Eis, Fräulein Nele. Auf ganz dünnem Eis. Die Lampen scheinen nicht gut zu funktionieren. Und die Stunde, die Sie verbummelt haben, werden Sie nach Dienstschluss nacharbeiten. Sie wissen schon, dass das illegal ist, oder? Ich habe ein ärztliches Attest. Nein, wirklich? Dann möchten Sie sich vermutlich beim Betriebsrat beschweren. Der kann das ja dann zur Sprache bringen, wenn er am Wochenende mit dem Chef Golf spielt. Ist gut, ich mach's ja. Ich mach's ja, Frau Maischberger. Ich bin Ihre Vorgesetzte. Ja, Frau Maischberger. Darf ich jetzt arbeiten, Frau Maischberger? Auf dünnem Eis, Fräulein Nele. Vergessen Sie das nie. Auf ganz dünnem Eis. Fuck. Fräulein Nele, nehme ich an. Tut mir leid, ich bin etwas verwirrt. Ihre Praxis sieht genauso aus wie die von Dr. Knapsu, nur dass bei ihm die Jukebox da drüben steht. Das ist in der Tat merkwürdig. Und Sie sehen aus wie ein Gorilla. Ist das ein Problem für Sie? Weiß nicht. Aber Sie sind doch dieser Pyropraktiker, Dr. Jones? Einfach nur Jones. Ich hab's nach dem Vorexamen geschmissen. Das wurde mir alles viel zu kafkaesk. Bis eben wusste ich noch nicht mal, dass es diesen Beruf überhaupt gibt. Der therapeutische Nutzen der Pyrotechnik ist leider noch nicht allgemein anerkannt. Aha. Also ich bin Nele. Ich habe Depressionen, Gewaltfantasien und eine Essstörung. Die ganze Palette. Dr. Knapsu hat mir Ihren Fall bereits telefonisch dargelegt. Sie arbeiten bei Apel und Gaum, ist das korrekt? Ja, korrekt. Wir stellen diese blauen Gaskammer-Transportbandberuhigungslampen her. Sind das die mit Ein Leben wie ein Traum, mit Apel und Gaum? Ja, genau, das ist unser Werbeslogan. Mann, Sie kennen sich aber aus. Dann schlage ich vor, dass Sie jetzt nach Hause gehen und sich früh schlafen legen. Ihr Ritalon werden Sie ab sofort nicht mehr nehmen. Heute Abend nicht und morgen früh genauso wenig. Ich soll mein Ritalon absetzen, einfach so? Es ist jedoch sehr wichtig, dass Sie morgen pünktlich zu Ihrer Arbeit erscheinen. Denken Sie, Sie schaffen das? Na klar, ich war schon oft pünktlich auf der Arbeit. Fein. Wenn alles nach Plan verläuft, sollte eine spürbare Verbesserung Ihres Wohlbefindens nicht lange auf sich warten lassen. Wie, das ist alles? Ich soll morgen pünktlich zur Arbeit erscheinen und das war dann die Therapie? Nicht vergessen, die Tabletten abzusetzen. Es ist wichtig, dass Sie morgen pünktlich zur Arbeit erscheinen. Was für eine Scheiße. Als ob ich vom zu spät kommen krank wäre. Blöder Gorilla. Andererseits, vielleicht denkt er auch, ich hätte weniger Stress, wenn ich bei der Arbeit beliebter wäre. Weniger anecken würde. Mama hat schließlich auch immer gesagt, Kind, du musst in jeden Arsch kriechen, der dich reinlässt. Was soll's? Ich probier's einfach. Vielleicht klappt's ja.
Es klappt niemals. Taxi! Die Kollegen kommen immer pünktlich und die sind auch alle krank. Und jetzt bin ich auch noch auf 180, weil ich mein Ritalon nicht genommen habe. Hoffentlich merkt das keiner. Naja, vielleicht helfen mir ja wenigstens die blauen Lampen etwas beim Chillen. Nun, Fräulein Nele, wie fühlen Sie sich? Oh, Mr. Jones. Ich fühle mich großartig. Ganz unglaublich. Die Taubheit ist wie weggeblasen und die Übelkeit genauso. Ich kann auch wieder viel besser durchatmen. Schön. Ich war mir nicht sicher, ob die Behandlung gleich anschlagen würde. Diese Pyropraxis ist ganz bestimmt die beste Medizin der Welt. Sie ist leider nicht bei jeder Art von Erkrankung anwendbar. Aber bei vielen modernen Krankheitsbildern findet sich eine Chance auf endgültige Heilerfolge nachweislich nur in der Pyropraxis. Bombastisch, genial. Ich kann mich gar nicht satt sehen. Und dabei hat das Feuer die Gasleitungen noch gar nicht erreicht. Es ist wunderschön. Und das bezahlt alles die Krankenkasse? Nicht nur das. Da Ihre Firma ja jetzt keine Gehälter mehr zahlen kann, erhalten Sie von der Krankenkasse eine 6-wöchige Lohnfortzahlung. Und danach müssen Sie sich allerdings was anderes suchen. Vielleicht mache ich eine Ausbildung zur Pyropraktikerin. Das scheint mir ein Beruf mit Zukunft zu sein. Oh ja, so viel ist gewiss. Die Zukunft gehört den Pyropraktikern.